Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial, das erklärt, wie im MPN neue Produkte angelegt werden. Wir befinden uns in der Startansicht der MPN-Industriepartnerseite. Wenn es Ihr erstes Produkt ist, wie in diesem Beispiel der Fall, dann ist diese Ansicht noch leer. Ansonsten sehen Sie hier Ihre kompletten Produkte. Um ein neues Produkt anzulegen, wähle ich diese mit einem Pluszeichen gekennzeichnete Option an. Nun gelangen wir zu den einzelnen Schritten, die für die Bemusterung eines fertigen Produktes nötig sind. Welche Schritte das sind und in welcher Bearbeitungsphase wir uns gerade befinden, sieht man an dieser Auflistung. Der erste Schritt ist die Eingabe der Produktdaten. Um zum nächsten Bearbeitungsschritt zu kommen, müssen zunächst die Produktdaten eingegeben werden. Nicht alle Felder müssen ausgefüllt werden. Die Felder, die aber in jedem Fall ausgefüllt werden müssen, die sogenannten Pflichtfelder, sind durch ein gelb hinterlegtes Informationssymbol hervorgehoben. Wird ein Feld nicht ausgefüllt, bei dem es sich um eine Pflichtangabe handelt, weist Sie das System beim Abspeichern mit diesem roten Ausrufezeichen darauf hin, dass Angaben fehlen. Sollten einzelne Fragen zu den hier verlangten Eingaben aufkommen, so lassen sich diese über das kleine Informationssymbol vor den betreffenden Feldern meist klären. Habe ich die Eingabe der Produktdaten, wie hier im Beispiel, beendet, werden beim Abspeichern dieser Daten nun die weiteren Schritte aufrufbar, die für eine vollständige Bemusterung notwendig sind. Die folgenden Schritte können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden. In diesem Tutorial werde ich der Reihenfolge nach mit den Trackdaten fortfahren. Bei den Trackdaten wird zwischen Tracks und Sets unterschieden. Mit Set ist eine Erstellung von beispielsweise Doppel-CDs möglich, die mehrere CDs, also Sets, haben. Um einen Track anzulegen, gehe ich auf das uns schon bekannte Plus-Symbol Tracks hinzufügen und beginne automatisch in meinem Set 1 mit dem ersten Track. Wichtig: Auch hier ist wieder das Abspeichern nach jedem Arbeitsschritt erforderlich. Wenn es sich beispielsweise um ein Produkt mit mehreren Titeln von dem gleichen Interpreten mit gleichen oder ähnlichen Verlags- und Autorenangaben handelt, so lässt sich die Arbeit vereinfachen, indem über folgende Option die Trackangaben in den nächsten Track übernommen werden können. Auch hier gilt wieder: Speichern Sie nach jedem Schritt, um den Verlust von bereits eingegebenen Daten zu vermeiden. Fahren Sie dann fort mit der Eingabe weiterer Daten. Wenn mal keine Angaben zu Autor, Verlag oder ISRC vorliegen, dann können Sie in den Feldern Autoren bzw. Verlag einfach schreiben »Keine Angaben«. Liegt kein ISRC vor, dann lassen Sie das Feld einfach leer. Nach dem Speichern der Trackdaten erstellt das MPN einen Dummy-ISRC. Dieser ist allerdings nur innerhalb des MPN gültig. Generell werden die Audios von unserem Partner Akamai erfasst und dem Produkt automatisch hinzugefügt. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass Akamai das Produkt komplett für Sie erfasst. Neben der postalischen Einsendung des Tonträgers zu Akamai gibt es auch die Möglichkeit, das Produkt digital anzuliefern. Der nächste Schritt wäre nun, die Künstlerdaten anzugeben. Hier gibt es die Möglichkeit, beliebig viele Informationen, Texte und Links den Künstler betreffend zu hinterlegen. Bei Kontaktdaten gibt es die Möglichkeit, eine oder mehrere Personen als Kontakt zu hinterlegen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Kontakt aus den Voreinstellungen zu übernehmen. Unter Cover und Booklet können Sie selbst Coverbilder und Bookletseiten hinzufügen. Beachten Sie bitte, dass die Bilder für das Front- und Backcover mindestens eine Abmessung von 1200 x 1200 Pixel haben müssen, das JPEG-Format haben und mit mindestens 220 dpi im Farbmodus RGB erstellt sein müssen. Bevor Sie das Produkt für die Bemusterung aktivieren, können Sie alle Angaben auch über die Vorschau nochmal abschließend prüfen. Zu dem Thema Bemusterung rufen Sie bitte das Tutorial Bemusterung auf.